Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Der erste Kaiser. Ich bin euer Luminous und wir starten den vierten und auch letzten Teil unseres Tutoriums für dieses Spiel. Ja, und da werden wir jetzt uns mit dem Thema Militär beschäftigen. Ja, bevor wir uns mit dem Militär beschäftigen, kriegen wir die Mitteilung, dass Nuwa eintrifft. Okay. Da ist sie. Wo das Fähnchen ist, können wir anklicken. So, und dann können wir Nuwa einen Befehl erteilen. Stoppen oder den Helden entlassen. Sie patrouilliert jetzt. Sie könnte Tiere fangen. Kann sie aber nur, wenn wir einen Palast haben. Weil, warum brauchen wir Tiere? Um sie in unseren Tiergarten ja auszustellen. Ja, und den Tiergarten gibt es nur im Palast und den haben wir nicht. Deswegen kann Nuwa jetzt tatsächlich nur durch unsere Stadt gehen und die Funktion eines Dienstleisters übernehmen. So, wir wollten uns aber mit Militär beschäftigen. Wir gehen hier zum Militär und können jetzt sehen, was wir hier haben. Wir haben ja gesagt, die Waffenschmiede haben wir schon gebaut und wir haben hier die Befestigung unserer Stadt. Wir haben den Turm, Stadtmauer und das Stadttor. Wir können mal anfangen, unsere Stadt ein bisschen zu befestigen. Fangen wir hier an. Keine Sorge, ich bin sehr geschickt. So, dann würde ich jetzt erstmal ein Stadttor bauen. Und das ist beim ersten Kaiser ein bisschen kompliziert. Hat auch lange gedauert, bis ich es kapiert habe. Ihr müsst eine Straße haben. Und da müsst ihr hier ein Stück Stadtmauer bauen. Und zwar bis zu der Straße. Erst dann könnt ihr auf dieser Stadtmauer das Stadttor errichten. Nämlich so. Das ist ein bisschen kompliziert und wenn man es nicht weiß, tüftelt man da die ganze Zeit rum. Also mir ging es auf jeden Fall so. So, und dann können wir jetzt hier die Stadtmauer bauen. Hier haben wir ja Wald, da brauchen wir nicht weiter zu bauen. So, und hier ist es auch so wie bei den anderen Spielen. Wir können die einzeln setzen oder linke Maustaste gedrückt halten, können wir hier ziehend entsprechend die Stadtmauer bauen. So, ich denke mir mal, so reicht das hier. Und hier würde ich jetzt auch eine Stadtmauer bauen wollen. Dafür werden wir diesen Weg mal hier entlang führen, nämlich so. Und dann geht es hier raus. So. Und dann auch hier die Mauer bis zur Straße führen. Und dann können wir hier entsprechend das Stadttor draufsetzen. Das müssen wir durchdrehen. Funktioniert nicht ganz so. Ihr müsst diese Straße hier wegnehmen. Wie gesagt, es ist ein bisschen komplizierter. Weil das Stadttor auch breiter ist, glaube ich. Jawohl. Da seht ihr es jetzt. Dann müssen wir die Straße nämlich so rumbauen. Und dann können wir jetzt hier die Mauer schließen. Gut, und man kann natürlich jetzt auf dieser Mauer Türme setzen. Dafür brauchen wir allerdings auch das Verwaltungszentrum. Also ohne Verwaltungszentrum können wir zwar die Türme bauen, aber werden dann nicht besetzt. Ja. Ich setze jetzt mal hier 2 Türme. So. Die brauchen natürlich Anschluss an eine Straße. Klicken wir hier an. 6 Arbeiter brauchen die. Und wenn wir die Türme bemannen wollen, müssen wir das hier entsprechend anklicken. Dann sind sie jetzt besetzt. So, und dann sehen wir jetzt hier die Wachmannschaft, wie sie hier auf der Mauer entsprechend patrouillieren. Ein neues Jahr, das feiern wir. Aber wir brauchen jetzt die Türme nicht zu besetzen. Gut, dann verbinden wir das hier noch.
Ja, das ist die Stadtverteidigung. Relativ simpel. Kommen wir zu unserem Militär. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Waffengattungen, nämlich die Infanterie, die Bogenschützen, die Kavallerie, die Streitwagen, Kämpfer und Katapulte. So, und wir haben hier in unserer Stadt 3 Waffenkategorien, die wir ausbilden können, nämlich Infanterie, Streitwagen und Katapulte. Wir brauchen für die Ausbildung unserer Soldaten Waffen und oder Holz. Also für die Infanterie brauchen wir nur Waffen, nämlich 16 Einheiten. Die Kavallerie braucht nur 8 Waffen. Die Streitwagen brauchen 8 Waffen und 8 Einheiten Holz. Die Bogenschützen brauchen 16 Waffen und 8 Einheiten Holz. Und die Katapulte brauchen 8 Waffen und 16 Einheiten Holz. Also ihr seht, das ist immer sehr unterschiedlich. Die einzigen, die tatsächlich nur Waffen brauchen, ist die Kavallerie und die Infanterie. Ja, und was ist jetzt die stärkste Einheit? Es ist tatsächlich die Streitwagen, die eine hohe Trefferpunktenquote haben und einiges ausstecken können und großen Schaden bei unseren Feinden hinterlassen. Katapulte sind auch super stark, sind allerdings schwach im Angriff. Also wenn die angegriffen werden, gehen die relativ schnell kaputt. Ja, gefolgt von der Kavallerie und auch von der Infanterie. Die schwächste Einheit sind natürlich die Bogenschützen. Gut, wir produzieren ja jetzt hier schon Waffen. Das Holz verkaufen wir. Ich würde jetzt tatsächlich mal ein Infanteriefort ausbilden wollen. Klicken wir an. Das ist die Frage, wo wir sie jetzt hier entsprechend setzen. Oh, hier haben wir ein gutes Feng Shui außerhalb der Stadt. Oh, tatsächlich. Hier könnten wir das bauen. Ja, machen wir. Natürlich brauchen die Zugang zur Straße. Oder die brauchen Zugang zu der Straße, damit sie Anschluss an die Stadt haben. So, und wenn wir das jetzt hier anklicken, können wir sehen, dass ein Fort 20 Arbeiter benötigt. Also das ist auch neu bei der Erste Kaiser. Die Forts brauchen Arbeitskräfte. Das war vorher nie der Fall gewesen. Ja, und wie viele Forts können wir bauen? Wir können maximal 12 Forts in unserer Stadt haben. Das bedingt aber, dass wir einige Gebäude brauchen. Wie ich schon am Anfang mal erwähnt habe, wir brauchen definitiv ein Verwaltungszentrum, um überhaupt ein Fort zu bauen. Wenn wir jetzt ein zweites Fort bauen wollen, glaube ich will es aber jetzt mal schauen, geht es nicht, weil wir nur ein Fort bauen können, wenn wir nur das Verwaltungszentrum haben. Ich gucke mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Wagenlenker bauen möchte, seht ihr schon, das ist rot. Ja, ich kann es nicht bauen und ich kriege die Mitteilung zum Erstellen weiterer Forts brauche ich den Palast. Also, für ein zweites Fort muss ich neben dem Verwaltungszentrum einen Palast bauen. So, und jetzt stellt man die Frage, okay, was muss ich denn noch haben, um insgesamt 12 Forts bauen zu können? Ja, und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, nämlich unsere gehobene Wohnungen. Gehobene Wohnungen bei der Erste Kaiser haben 2 wichtige Aufgaben. Einmal natürlich Steuereinnahmen, die wesentlich höher sind, aber der wichtigste Punkt ist, je mehr weiterentwickelte gehobene Wohnungen ich habe, desto mehr Forts kann ich bauen. Und das ist der Garant dafür, dass ich wirklich die maximale Anzahl an Forts überhaupt aufbauen kann. So, wir haben jetzt hier schon den ersten Soldaten. Da werden die Waffen jetzt kontinuierlich geliefert. 16 Stück brauchen wir. Die Gebäude des Militärs müssen nicht durch einen Inspektor gewartet werden. Wieder mal eine Ausnahme, nämlich die
Waffenschmiede. Ja, wir verkaufen jetzt hier Lackwaren. Wir verkaufen alles an Lackwaren, sehe ich gerade. Wir haben gar nichts mehr da. Nicht schlecht. Wir verkaufen Keramik und wir verkaufen auch Holz. Das ist wunderbar. Also Ton brauchen wir jetzt hier wirklich nicht mehr. So, und wenn wir jetzt noch mal kurz hier bei der Religion gucken, haben wir ja gesehen, Nuwa ist jetzt nur noch zufrieden. Dafür ist Sheng Nong jetzt wütend. Der kriegt jetzt mal was. Ja, kommt mittleres Geschenk Seide. Sollte ihn jetzt wieder glücklich machen. Der ist ja sofort erfreut. Habt ihr das gesehen? Von wütend nach erfreut. Also das geht schon relativ gut mit hochwertigen Waren und natürlich mit einem entsprechenden großen Geschenk. Ich würde ja gerne versuchen, mit Wu nochmal Handel zu betreiben. Deswegen werde ich denen auch nochmal Seide geben. Ein mittleres Geschenk. Vielleicht hilft es ja. Also bei Lindsay hat es ja funktioniert. Lindsay ist allerdings jetzt wieder gleichgültig. Okay. Die brauchen wahrscheinlich immer mal ein bisschen Zuwendung, habe ich das Gefühl. Ja, bevor wir uns jetzt hier mit dem letzten Thema beschäftigen, nämlich mit den gehobenen Wohnungen, möchte ich noch mal kurz hier auf die Kaiserreichskarte gehen. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel jetzt hier Luo, die mit uns keinen Handel treiben wollen. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir hier einen Spion ausbilden können. Klicken wir das an, können wir sagen, er soll Informationen sammeln oder die Stadt sabotieren. Wir werden jetzt mal einen Spion ausbilden. Klicken wir hier an, kostet uns natürlich auch was. Und dann sehen wir gleich hier aus dem Verwaltungszentrum, da ist er, der Spion, der jetzt in die Stadt geht, um sie auszuspionieren. Sollte er entdeckt werden, geht unser Ansehen natürlich bei dieser Stadt in den Keller. Wichtig ist zu wissen, dass auch andere Städte unsere Stadt ausspionieren können. Sie können die Stadt nach Informationen ausspionieren, sie können aber auch unsere Stadt sabotieren. Von daher ist es gar nicht so schlecht, auch hier in unseren Produktionsbetrieben einen Wachturm zu bauen. Den könnten wir zum Beispiel jetzt hier hinbauen, aber ein schlechtes Feng Shui. Ja? Oder ein gutes Feng Shui hier, aber dann wird er nicht entsprechend von einem Inspektorenturm betreut. Könnte man auch hier hinsetzen, ne? Machen wir das doch so. So, und man sollte aber auch nicht zu viele Wachtürme in die Stadt bauen, weil das auch Einfluss auf die Stimmung unserer Bevölkerung haben kann. Ja, und Wu dankt für die Seide. Wunderbar. Ja, und wie gesagt, so ein Wachturm hier im Produktionsgebiet, das ist gar nicht so schlecht. Ja, und hier könnte man durchaus auch noch entsprechend einen Wachturm bauen. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Bürger, die eine Arbeitsstelle suchen. Aber wir wollen ja noch das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen jetzt aufbauen. Aber vorher wollte ich noch mal bei Wu gucken. Wu ist jetzt auch respektvoll. Und wir könnten jetzt bei Wu auch noch mal einen Handelsbesuch ausschicken, um auch noch Seide zu verkaufen. Also verdienen tun wir jetzt nicht schlecht. Wir könnten noch mal unseren Ahnen ein Geschenk machen, nämlich hier. Huangdi kriegt jetzt noch mal Keramik. Gut. So, Waffen haben wir jetzt aber auch jede Menge hier, ne? So, wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Das kann man jetzt hier nicht sehen. Da muss man hier mit der linken Maustaste auf die Standarte drücken. Dann können wir hier sehen, wir haben jetzt 4 Infanteristen. Die Moral ist perfekt. Sie sind im Fort und hier können wir die einzelnen Befehle erteilen. Da komme ich aber später mal zu. Wir werden jetzt hier keine Kämpfe betreiben.
Das werden wir in den Kampagnen noch zur Genüge wohl machen. Das finde ich ganz interessant hier. Ich weiß gar nicht, was das für Befehle sind. Ein neues Jahr feiern wir. Es wird auch nirgendwo hier mal beschrieben. Das ist eine Schlange, das ist ein Tiger, das ist eine Schildkröte. Das sind bestimmte Befehle. Ich habe mal ein bisschen geforscht, habe aber nicht gefunden, was das für Befehle sind. Vielleicht, wenn wir im Kampf sind, wird das nochmal etwas genauer erläutert. Ansonsten schreibt es gerne mal in die Kommentare, um mich hier entsprechend aufzuklären. Also das weiß ich, das ist hier eine enge Formation, das ist eine weite Formation und da können wir die Kompanie drehen. Wir können hier entsprechend den Befehl erteilen, wo sie hingehen sollen und wir können den Befehl stoppen. Aber die drei hier, das weiß ich im Moment nicht. So, und der Handel mit Wu kann wieder eröffnet werden. Wunderbar. Dann, Stahl brauchen wir jetzt hier nicht mehr einzukaufen. Wir können auch jetzt Waffen exportieren. Ja, wir verkaufen aber jetzt erstmal unsere Seide. Ja, und wir brauchen für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung auch jede Menge Platz. Hier haben wir noch Platz für das Wohngebiet. Ich würde jetzt mal diese Straße hier anders bauen wollen. Zwar führen wir die jetzt hier so drauf. So. Ja. Okay, dann brauchen wir erstmal den Marktplatz für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Den würde ich jetzt mal hier so hinsetzen. Eine lange Straße. Denn wir brauchen dafür einen großen Marktplatz. Da sehen wir ihn. Leider nicht so ein gutes Feng Shui, aber egal. So, bauen wir hier hin. Dann kommt die Sperre hier hin. Und hier kommt jetzt was gewesen? So. Nee. So, ne? Das muss ich selber mal eben kurz gucken. Ja. So wird es gebaut. Weil hier kommt natürlich dann wieder die Wohngebietsmauer. Diesmal nehmen wir eine braune. Stellen das direkt ein. So, und dann müssen wir hier jetzt das so entsprechend bauen. Ich baue gerne in dem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen den Palast auf. Den haben wir hier. So, und dann hat er hier auch ein sehr gutes Feng Shui. So können wir ihn bauen. Oder bauen wir das hier anders? Ich drehe das mal so. Und die Frage ist, wie wir das ausrichten gerade, weil da hinten habe ich jetzt keinen Platz mehr so richtig. Dann bauen wir ihn doch so auf. So. Ja, so können wir das machen. Dann haben wir das hier mit dem Markt ein bisschen versetzt. Das ist aber nicht so schlimm. So, und dann füllen wir doch hier die Straße bis hier oben hin. Dann machen wir noch 2 Felder weiter. Dann können wir hier noch was hinsetzen. So. Ja, das finde ich gar nicht schlecht, weil ich brauche ja die gleichen Infrastrukturen und Dienstleistungen wie bei dem Wohngebiet der Arbeiter. Wir brauchen nämlich einmal den Inspektorenturm natürlich. Wachturm brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber den Kräuterstand. Ja, wir brauchen jetzt Mitarbeiter, ich weiß. Den setzen wir hier hin. Den Akupunkteur brauchen wir. Und auch das Steuerbüro. Und natürlich den Ahnenschrein. So. Das sind die Dienstleistungsgebäude, die ich definitiv brauche. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Marktstände. Nämlich natürlich Nahrung, Keramik und Hanf. So, und dann haben wir das auch.
Und wir brauchen jetzt jede Menge Mitarbeiter. Das Lohnniveau müssen wir mal auf hoch stellen. Oh, das sieht gut aus. So, dann brauchen wir natürlich Verschönerungen. Normalerweise arbeite ich jetzt mit dem kaiserlichen Weg, den wir hier so bauen können. Ich nehme aber jetzt hier den großen Weg. Dann können wir nämlich hier diese gesamte Strecke verschönern. So. Und hier natürlich auch. So. Und dann können wir jetzt die ersten gehobenen Wohnungen platzieren. Wir brauchen für die gehobenen Wohnungen folgende Produkte, nämlich Keramik und Hanf. Wenn wir das in unserer Stadt nicht haben, können wir unsere gehobenen Wohnungen nicht bauen. So. Das ist doof gebaut worden, was ich hier gemacht habe. Nee, dann müssen wir die Allee hier wegnehmen, leider. Damit ich hier wenigstens 2 bauen kann. Nämlich so. So, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir nämlich, dass die hier schon 100 Einheiten Hanf und 100 Einheiten Keramik haben. Das brauche ich, um überhaupt diese hier zu platzieren und natürlich entsprechende Verschönerung. Ja, und mittlerweile haben wir jetzt hier in unserem Fort schon, wie viel? 13. Ja, 16 passen hier rein. So, die ersten Siedler kommen und ziehen in unsere gehobenen Wohnungen ein. Da sehen wir das jetzt. Und das ist das bescheidene Seoyan. Ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich das beim Google-Übersetzer einmal mir anhören. Auf jeden Fall ist das die erste Stufe unserer gehobenen Wohnung. Und Sie brauchen Zugang zur Musik. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, weil da sind ja unsere entsprechenden Musiker und auch Akrobaten, die jetzt hier auf diesem Marktplatz auch schon ihre Darbietungen bringen. So, und dann sehen wir das schon. Dieses bescheidene Siuyan braucht Seide. So, wir haben aber hier alles verkauft mittlerweile. Ja? Also ich würde jetzt hier keine Seide mehr verkaufen. Die brauchen wir jetzt tatsächlich hier für unsere gehobenen Wohnungen. Und wir brauchen natürlich den Seidenhändler. Ja, und den Inspektorenturm würde ich hier hinbauen, hat folgende Bewandtnis. Ich kann ihn hier nachher mit Verschönerungen aufwerten. Das hätte hier nicht geklappt mit diesen Felsen. So, und wir können natürlich hier auch noch gehobene Wohnungen bauen. Also, wie viel können wir hier bauen? 3. Das machen wir hier auch, aber ihr seht, hier ist sie nicht attraktiv genug. Das müssen wir nachher noch ein bisschen verschönern. So, und Seide ist schon angekommen. Der Händler hat schon seine Seide und unsere gehobenen Wohnungen haben sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt das üppige Siuyan und die möchten es gerne ein bisschen schöner haben. Na, kann ich verstehen. Dann gehen wir mal hier und gucken, was können wir denn hier setzen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Hier könnte... Na. Na, das ist ein einzelner Löwe. Nee. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Und dann setzen wir hier noch die blühenden Pflaumenbäume. Sehr schön. Ja, die brauchen jetzt, nachdem die Qualität der Attraktivität verbessert wurde, nämlich eine bessere Qualität bei ihren Nahrungen. Sie brauchen jetzt würzig. Das heißt, wir brauchen eine 4. Nahrungsmittelart. Wir könnten das hier entsprechend
Ja, produzieren allerdings, ihr seht, wir haben gar nicht mehr so viel Kapazität, nämlich gar keine. Wir können aber importieren. Und zwar können wir Salz importieren. Machen wir mal 6 Einheiten. Und die Mühle muss natürlich das Salz holen. 8 Einheiten und das müssen wir jetzt hier auch reduzieren, damit wir in der Mühle 4 verschiedene Nahrungsmittelarten haben. Ja, und hier kann natürlich auch entsprechend Salz verwendet werden bei diesem Marktplatz und wir feiern wieder unser Neujahr. Ihr seht aber auch, dass wir Fleisch gar nicht mehr so viel haben, nämlich gar nicht mehr. Die Ressource Wild ist jetzt hier tatsächlich schon ziemlich reduziert, da kommt jetzt wieder was, aber das war am Anfang ja wesentlich mehr gewesen. Wie ich gesagt habe, diese Ressource muss sich natürlich regenerieren. Und wenn wir dann jetzt zu wenig Wild haben, haben wir auch zu wenig hier in unserer Mühle. Müssen wir mal schauen, ob das noch reicht für unsere Bevölkerung. Ansonsten müssen wir eventuell noch eine andere Nahrungsmittelart importieren. Ja, ich wollte hier jetzt auch noch 3 gehobene Wohnungen hinbauen, obwohl das passt, glaube ich, gar nicht hier mehr. Aber die brauchen ja eine Verschönerung. Wir nehmen mal hier den Teich. Wie bauen wir das? So. Ich wollte eigentlich die Mauer da rumbauen. Ach nee, die Mauer können wir gar nicht da rumbauen, weil der Inspektor ja hier entsprechend den Marktplatz kontrollieren muss. So, das sieht sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir. Können wir jetzt hier eins setzen? Ja, ist immer noch nicht attraktiv genug. Aber so müsste das aber jetzt passen, oder? Ja, jetzt passt es. Ja, wie gesagt, wir kriegen hier nur 2 unter, macht aber auch jetzt nicht so viel aus. Reicht auch dann. So, und ihr seht hier in der Mühle ist jetzt Salz eingelagert worden. Und wir müssen jetzt hier bei unserem Marktplatz natürlich, die minimale Qualität ist appetitanregend. Ups. Und die gewünschte Qualität ist würzig. So, und jetzt wird die Marktfrau jetzt hier das Salz entsprechend holen, damit wir die entsprechende Qualitätsstufe haben. So, wir bauen jetzt mal hier diese Mauer. So. Und können wir hier noch entsprechende Verschönerungen setzen. Wie gesagt, diese Mauer hat eigentlich nur ja, den Sinn und Zweck, die Attraktivität des Wohngebietes zu verbessern. So, dann gehen wir hier so rum. Können wir hier noch was verschönern und dann sind wir hier auch entsprechend dort rum. Ja, da geht, glaube ich, nichts mehr. Ne? Na doch, hier geht es. Gut, dann haben wir das ja auch schön eingefasst und jetzt haben wir hier noch Platz für Verschönerungen und für Dienstleistungsgebäude, die wir eventuell noch brauchen. So, mittlerweile haben wir die Qualitätsstufe würzig. Was gibt es? Was war es gewesen? Gewürzte Pfannenkohl mit Pilzen. Oh, wie schön. Ja, noch kurz zum Palast. Klicken wir nochmal an. Er hat tatsächlich nur repräsentative Wirkung. Hat die Funktion, dass wir ein weiteres Fort bauen können. Und wir können einen Tiergarten hier etablieren, indem wir Tiere von unserer Stadt oder in unserer Landschaft einfangen und dort ausstellen. Oder von unseren Handelspartnern ja, geschenkt bekommen oder wenn wir diese fordern.
Ein Tiergarten oder ein aktiver Tiergarten hebt das Ansehen unserer Stadt enorm. Und von daher würde ich ja vielleicht gerne noch mal gucken, ob wir Nuvar, die ja zufrieden ist, noch mal mit Hanf locken können. Mit einem großen Hanfgeschenk. Gucken wir mal. Nee, mit Hanf können wir nichts mehr machen. Weil hätte man noch mal sehen können, wie sie tatsächlich ein Tier einfängt und es hier zum Palast bringt. So, was ist mit unseren gehobenen Wohnungen? Die Bewohner dieses Hauses müssen mit Waren beliefert werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen allgemein. Da weiß natürlich kein Mensch, was damit gemeint ist. Mit Waren sind entweder Bronzewaren oder Lackwaren gemeint. Wir bauen den Lackwarenhändler auf unseren Marktplatz Ich bin auf. sehr geschickt. Jetzt würde ich Lackwaren auch nicht mehr verkaufen. Wir können aber Waffen verkaufen. Hier, unser Fort ist nämlich jetzt gefüllt mit 16 Infanteristen. Und wir könnten jetzt, weil wir ja einen Palast haben, ein weiteres Fort bauen. Hier seht ihr es, ist jetzt freigeschaltet. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich nicht die Arbeitskräfte habe. Das war ja jetzt auch nur dafür da, dass man sieht, wie man halt hier diese Forts entsprechend baut und welche Voraussetzungen wir für weitere Forts benötigen. So, wir können jetzt natürlich immer wieder mal entsprechend Seide verkaufen, wenn wir genug haben. Wir sollten allerdings auch gucken. Oh, der Lackwarenhändler hat schon Lackware, sehe ich gerade. Unsere gehobenen Wohnungen entwickeln sich weiter. Das mit dem Fleisch, das ist echt wenig. Also da bin ich ein bisschen in Sorge, dass wir die Qualitätsstufen halten können. Aber egal. So, ihr seht, wie sich jetzt hier die gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Wir haben jetzt mittlerweile das bescheidene Anwesen. Das bescheidene Anwesen braucht die Konfuzianische Akademie. Ja, und die haben wir leider jetzt bei diesem Tutorium nicht freigeschaltet. Das ist sehr schade. Deswegen können sich die gehobenen Wohnungen nicht weiter ausbilden. Das ist das Maximum, was wir jetzt hier bei unserem Tutorium entwickeln können. Wir verschönern das mal eben noch, weil wir können hier tatsächlich nichts anderes machen als verschönern. Können wir hier mit Gärten machen. So, sehr schön. Ja, wenn wir eine konfuzianische Akademie haben, entwickeln sich unsere gehobenen Wohnungen weiter zu einem beeindruckenden Anwesen. Versorgen wir dann dieses mit Tee und den Schauspielern und einem Schauspielpavillon, kriegen wir das himmlische Anwesen, das höchste oder die höchste Ausbaustufe unserer gehobenen Wohnung. Wir können allerdings jetzt hier nur dieses entsprechend weiterentwickeln, da uns die Dienstleistungen fehlen. Wir feiern das neue Jahr. So, ich hätte ja gerne Nuvar nochmal hier entsprechend, um euch das mit den Tieren zu zeigen. Aber ich habe zu wenig Waren. Keramik. Ja, machen wir nochmal ein großes Geschenk hier für Nuvar mit Keramik. Begeistert. Das heißt, Nuvar wird uns jetzt nochmal entsprechend beehren. Ich hoffe es zumindest. In der Zeit können wir ja auch noch mal ein paar Verschönerungen durchführen. Wir wollen ja zum Ende unseres Tutorium eine schöne Stadt haben. Und Nuvar tritt ein. Wunderbar. Da ist sie. Jetzt, wo wir den Palast haben,
Seht ihr, ist hier Tiere fangen jetzt entsprechend freigeschaltet. Das erste Mal hatten wir das ja nicht. Können wir anklicken und jetzt geht sie und fängt wilde Tiere in unserer Stadt ein. So, da ist jetzt Nuvar und da ist auch das Wildschwein, was sich vor den Jägern versteckt hat. Oder sie geht zu diesem Wildschwein, ich weiß es nicht. So, was macht sie jetzt? Sie verharrt. Okay, jetzt hat sie das Wildschwein hier mitgenommen, aber leider ist es gejagt worden. Okay, gut. Es war nun leider nicht möglich gewesen, weil unsere Jäger zu schnell waren. Tja, haben wir irgendwo noch wilde Tiere? Ja, doch, hier. Wir werden jetzt hier sie nochmal hinschicken. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Das Gewerbe für Wild mal eben ausschalten. Damit sie wenigstens dieses Wildschwein jetzt mal hier fangen kann. Ohne dass unsere Jäger sie direkt abschießen. Hey! Geh weg! Ich habe dich ausgeschaltet. Hä? Hallo? Ich verstehe das nicht. Nochmal. Wir kriegen das noch hin hier. So, jetzt folgt das Wildschwein Nuvar bis zum Palast, ohne dass es jetzt entsprechend bejagt wird. So, unversehrt hier am Jagdzelt vorbei. Und gut, dann können wir jetzt das Gewerbe hier wieder anschalten. Ja, das wissen wir. So, und gleich haben wir das erste Tier in unserem Tiergarten. Wunderbar, vielen Dank, Nuvar. Klicken wir jetzt unseren Palast an, sehen wir, wir haben ein Wildschwein in unserem Tiergarten. Unser Tiergarten ist jetzt entsprechend aktiv. Wichtig ist, solltet ihr zu wenig Arbeiter haben, also das geht jetzt noch hier, aber wirklich zu wenig Arbeiter haben, werden die Tiere aus unserem Tiergarten fliehen. Und die Tiere, die nicht in unserer Klimazone jetzt hier dann im Tiergarten sind, weil wir sie von Handelspartnern bekommen haben, die verschwinden natürlich. Und das sollte man wirklich berücksichtigen. So, wir machen die letzten Verschönerungen. Ja, das ist jetzt nicht gut. Das ist besser.
So, und hier können wir auch noch mal einen großen Weg bauen. Mhm. So, hier kann man natürlich auch noch mal so eine Mauer drumherum bauen, wenn man das möchte. Also mit den Verschönerungen hat man da wirklich jede Menge Möglichkeiten. So, hier können wir auch noch mal was machen. Sowas zum Beispiel. Also wieder, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, unsere Stadt wunderschön zu verschönern. Ja, wir sind damit am Ende unseres Tutoriums für Der erste Kaiser. Ich denke mal, wir haben jetzt alles Wichtige besprochen. Was wir nicht besprochen haben, werden wir auf jeden Fall dann in den Kampagnen noch genauer erläutern. Oh, nun war es jetzt gerade verschwunden. Und ja, wir werden uns dann jetzt mit den Kampagnen auch beschäftigen. Bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei, wenn wir hier jetzt den ersten Kaiser weiterspielen. Bis dahin wünsche ich wie immer alles Gute und ich sage Tschüss, euer Dominus.